befinden uns gerade in der Nähe der Stadt Baños, sind ein Stück rausgefahren, um hier einen wunderschönen Wasserfall anzuschauen. Er heißt El Pailón del Diablo, meine ich, und soll sehr, sehr schön sein. Aber Ecuador gefällt uns schon richtig gut. Ja, ist so schön grün alles. Alles. Was uns an Ecuador auch schon positiv aufgefallen ist, ist, dass es hier überall Mülltonnen gibt. Und Ecuador ist sehr, sehr sauber. Also die Straßen sind sauber, die Städte sind komplett sauber. Es ist auch mal echt schön, es auch mal in Südamerika zu sehen, dass es auch mal echt saubere Länder hier gibt. Ja, total. Interessanter Weg. Ach du Heilige. Alina, ich will doch nicht. Ach du Heilige, hey. Ich bin gar nicht lang. Ach, ich dachte doch, der geht's doch rüber. Wir gehen zurück, oder? Ich habe so ein bisschen gehofft, dass man bei dem Wasserfall baden gehen kann, aber das war absolut nicht möglich. Der war viel zu krass. Aber eine Sache haben wir noch nicht gesehen, und zwar kann man oben auf so eine Brücke gehen, da hat man eine richtig schöne Aussicht dann auf den Wasserfall. Aber wir sind so nass, ich glaube, wir laufen erstmal zum Auto und ziehen uns erstmal um. Und keine Ahnung, wie man da hochkommt. Ja. Hier müssen wir wieder bezahlen, mal gucken, was es kostet. Das personas, por favor. Also der kleine Fluss hier, das ist am Ende der Wasserfall. Hat mal den Regenschutz, muss man richtig. Sieht aus, Mädchen. So sieht der aus, Junge. Cuando baja el sol, solo pienso en ti. Y en el momento que te acercaste a mí. Guck mal, hier sind wir direkt am Wasserfall. Da drüben unten waren wir eben. Cuando baja el sol, solo pienso en ti. Y en el momento que te acercaste a mí. Wir haben vorhin da unten hinter dem Wasserfall gestanden, und das Witzige dabei ist, dass die halt komplett dazwischen eine Wand gebaut haben, dass man nur von der einen Seite hin kann und von der anderen, also damit sie doppelt abkassieren können. Ja, ansonsten hätte man einfach durchlaufen können, den Weg hier auf der Seite zu Ende machen können. Wie schön das hier ist. Mega. Ich habe mir Ecuador echt anders vorgestellt. Das sieht so ein bisschen aus, als wären wir jetzt wieder zurück am Machu Picchu, finde ich. Ja, stimmt. So ähnlich. Also es ist auch wieder Amazonasgebiet hier, Ja. glaube ich. Mega schön. Die Route, die wir gerade fahren, die ist auch relativ bekannt und nennt sich Wasserfallroute. Weil es ja einfach auf dem Weg so viele Wasserfälle gibt, die man sich anschauen kann. Ja, hier an jeder Ecke ist ein neuer ausgeschildert. Ja. Und man hat eigentlich immer so eine richtig coole Aussicht auf das ganze Grün. Das ist einfach so eine Weite, Ja. das ist einfach unvorstellbar schön. Das ist, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist einfach geil. My dad's advice. Don't think twice. I want the luxury life. My beauty can lose it. I'll use it. I'll take what I want. Oh yeah. A whole lot of ticket.
gehen. Wir sind jetzt hier auf einen Campingplatz gegangen, weil es halt einfach schon dunkel geworden ist. Und der sah so schön aus und die Bewertungen waren so gut an dem Campingplatz, dass wir das einfach mal ausprobiert haben. Aber wir sind wieder alleine, wie sonst auch immer. Und Timo hat schon das Dachzelt aufgestellt. Ich glaube, das wird endlich mal eine ruhige Nacht. Ich denke auch. Mitten im Wald. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong. Hier auf dem Campingplatz war es sehr ruhig, kein Wunder, wir sind mitten im Dschungel. Es war nur eine Sache, wir sind mitten in der Nacht nochmal vom Dachzelt in den Camper gewechselt, weil ein Unwetter aufgezogen ist und es richtig gewittert hat. Da ist im Van doch ein bisschen angenehmer als im Dachzelt. Aber ich zeige euch jetzt mal den Campingplatz. Da hinten, wo Alina gerade steht, sind die Toiletten und die Duschen. Das ist gerade die Gelegenheit, ich mache meine Schuhe sauber. Die sind ja gestern nass geworden und haben angefangen zu stinken. Deswegen. Ja, besser ist. Just remember that I'm here to cheer you on. Wir fahren jetzt in ein kleines Dorf, das ist nicht weit weg von dem Campingplatz. Und da kann man sich den ganzen Prozess der Kakaoherstellung anschauen. Und ja, wie es halt angebaut wird, bis hin zu der Verarbeitung. Wir haben allerdings nicht gebucht. Also ich habe jetzt keine Tour gebucht. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt geht, weil es halt wirklich ein super kleines Dörfchen und eine ganz, ganz kleine Firma. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal hin und schauen, ob sie Zeit für uns haben. Ah, Santa Rita, glaube ich. Kann das sein? Was das ist? Keine Ahnung. Die Strecke wird jetzt gerade immer schlechter. Ich hoffe, wir kommen hier an, weil ich habe echt keine Ahnung, wohin die Straße führt. Zum Glück haben sie hier noch Zeit für uns, also wir kriegen noch eine kleine Führung. Ja, und das ist unser Guide und er heißt Fabian und er nimmt jetzt uns mit zu den Plantagen. Una tacita para poder beber, para tomar el aguayusa en las madrugadas. Entonces lo que ocupan es como un vaso. Okay. Y ya, pues sigamos ya. Okay. Lo que pasa es que a veces hay temporadas sí está todo el repleto del árbol. Okay. Ajá. No hay mucho. Cuando empieza así igual que el cacao, entonces aún falta esto. Nosotros tenemos así variedades de frutas. Dadurch, dass die Farm jetzt auch komplett organisch ist, nutzen sie nämlich auch Pflanzen, um sie vor Schädlingen zu schützen. Und das ist hier so eine Pflanze. Und die riecht tatsächlich nach Knoblauch, wenn man sie so in der Hand zerreibt. Und wir reiben uns jetzt auch damit ein gegen Moskitos und sowas. Ja, soll hilfreich sein. Es riecht wirklich voll nach Knobi. Das hier ist ein Baum, er hat gerade erzählt, also wenn man die Rinde aufschneidet, kommt einfach so ein Saft heraus und daraus stellen sie Zahnpasta her und es soll auch sehr gut für den Magen sein. Also ich glaube, wir versuchen später noch mal ein bisschen was davon mitzunehmen. Okay. Cool. Kakao. Mega gut. Also, so sieht jetzt hier die Kakaofrucht aus und ich glaube, wir werden es gleich probieren. Oh wow. Pueden comer para allá, ¿sí? Pueden chuparlo. Oh, ist mega süß. Mm. La semilla es para hacer el chocolate. Sí. Ich glaube, er holt jetzt noch eine andere Frucht für uns. Mal gucken. Always
Also da drin, das was wir gerade eben probiert haben, da ist ja so ein ganz großer Kern und das ist ja eigentlich die Kakaobohne. Und die wird dann halt hier reingemacht. Para Fermentation. Er hat gemeint, 2 bis 3 Tage bleibt es einfach nur hier und da fermentiert die Bohne. Wusste ich so auch gar nicht. Ja, interessant. Vielleicht kommt der nächste Schritt. Was passiert danach? Nach der Fermentation kommt es dann hier auf diese riesengroße Fläche. Und davon haben sie einige und hier wird es getrocknet. Und er hat jetzt gemeint, ungefähr, das kann man nicht so genau sagen, aber ungefähr 8 Tage werden die Bohnen hier getrocknet. Das sind jetzt die getrockneten Kakaobohnen, die wir jetzt vorhin gesehen haben und die werden jetzt geröstet. Und das ist jetzt einfach eine zur Veranschaulichung, wie man sie röstet. Ich glaube nicht, dass sie es so machen. Para Präsentation. Okay. Richtig heiß hier. Es ist schon generell hier 30 Grad warm, aber jetzt hier an dem Feuer. Uiuiui. Also das heißt, wenn es poppt, dann ist es fertig. Das riecht wie heiße Schokolade, riecht das. Wow, das riecht richtig gut. Ist das diese Frucht, die wir eben gesehen haben? Ja, die haben wir jetzt hier diese... Ist la fruta. Das sind diese Tassen, die sie draußen haben. Das ist jetzt so ein bisschen klein gemacht und das sind jetzt Kakaonips übrigens, wenn es noch nicht komplett zu Kakaopulver verarbeitet ist. Timo arbeitet und ich esse. Oh, mega lecker. Kakaonips, richtig gut. Jetzt haben wir noch 10% Sugarcane. Okay. Also Zuckerrohr dazu reingepackt oder 20%. Ja. Bei noch Schnauze. Und jetzt vermischt er das. Kakaoblätter. Ya, le hacemos como platillos y le ponemos el chocolate para que se... Ahí lo tienen. Muchas gracias. Selbstgemachte Schokolade aus Ecuador. Guten Appetit. Schmeckt nicht so süß, aber mega lecker. Ja, voll. Cheers. Und was ist das jetzt für ein Saft? Ayahuasca? Nein, das glaube ich nicht. Das wäre... Unter Drogen gesetzt. Ich finde es ja cool, wenn die Touren so verlaufen, dass man halt selbst was macht, aber nicht gezwungen wird, was zu kaufen. Und wir haben extra gefragt, ob wir hier was kaufen können. Ich kaufe jetzt mal das hier, die haben uns mir gerade gesagt, den Saft, den wir gerade getrunken haben, das haben sie nämlich daraus hergestellt. Wir werden es mal versuchen nachzumachen. Die haben gemeint, wir müssen es ins Wasser tun und dann kochen. Probieren wir es mal aus, oder? Ja. Heute den Tag haben wir so eingeteilt, dass Alina den ersten Teil bestimmen kann und sie hat sich die Kakao-Farm ausgesucht und jetzt kommt der Teil, den ich mir gewünscht habe. Und das ist? Sehen wir gleich. Ob wir hier wieder rauskommen, das ist die andere Frage. Man fährt hier einfach her und hofft, dass hier jemand ist, der einem was anbietet, wie eine Tour oder sowas. Man bucht hier nichts, es ist ja auch irgendwie kein Touristenzentrum, es ist alles sehr improvisiert. Aber das macht es auch so sympathisch, finde ich. Jetzt muss er aus seiner Hängematte aufstehen. Oh nein, der Arme. Hier in der Gegend gibt es ganz viele Höhlen und wir haben jetzt hier einen, der hier wohnt, den haben wir gefunden. Und der gibt uns jetzt eine Tour, bisschen mehr als eine Stunde in der Höhle. Und der will $5 pro Person, also es geht voll. Und ich bin gespannt, die Höhlen hier sollen richtig cool sein. Der Kunderhut an? Ja. Den habe ich auch an. Bordela para irse... Ah, okay. Ich glaube, die Taschenlampe ist besser als die Kerzen. Das hier ist übrigens unser Guide, der sich auch sehr gut mit medizinischen Pflanzen auskennt. Und wir gehen jetzt in den Dschungel rein zu den Höhlen. Ich bin gespannt. Achtung, ist rutschig. Ja. Lassen sich hier schon einiges einfallen. Machen die Natur zu einem Erlebnis für Touristen. Das ist schon cool. Der Weg hier zu der Höhle ist schon ein bisschen abenteuerlich. Okay, kann ja nichts schief gehen. Ach du meine Güte. Okay. Das ist unser Wanderweg. Geil.
Oh, da geht's wieder runter. Ja, Das war krass, oder? Oh, voll gut. Ich bin nass. Ich bin auch komplett nass. Ich habe jetzt gedacht, okay, er hat am Anfang gesagt knietief, aber sieh, ich bin komplett nass. Also bis hierhin auf jeden Fall und oben durch die ganze Wasser, was von oben kommt. Muchas gracias, señor. Bueno. Oh. Gracias. Richtig cool. Der Baum hier soll 200 Jahre alt sein. Krass. Gut, dass du die Schuhe heute Morgen sauber gemacht hast. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder reingetreten in den Matsch. Das war so eine coole Erfahrung, vor allem es jetzt mit so einem lokalen Guide zu machen und total ungeplant wieder, aber es war so cool. Ja, es war auf alle Fälle eine ganz krasse Erfahrung. Nur er hat gesagt, wir würden nur bis zum Knien ins Wasser kommen. Dabei war man über die Hüfte im Wasser und über dem Wasser nur 30 cm Luft bis zum Feld. Und war auf alle Fälle krass. Wir sind ja teilweise auch wirklich so gekrochen und das Wasser stand uns bis hierhin. Ja, es war sehr eng teilweise, aber es war einfach nur cool. Ja, mega cool. Wir haben hier wieder eine Nacht auf dem Campingplatz übernachtet, auf dem wir letzte Nacht schon gepennt haben. Es hat heute Nacht wieder ein bisschen gewittert, aber trotzdem war es im Dachzelt ganz angenehm. Da kommt so schön frische Luft rein. Und hier gibt es so eine echt nette Area, auf der wir gestern schon gefrühstückt haben. Da frühstücken wir heute gleich wieder. Ich will heute auch unbedingt diesen einen Tee machen. Oder diesen Kaffee machen. Machen wir direkt danach. Hier in Ecuador kann man an jeder Straßenecke gegrillte Bananen kaufen. Wir haben uns das jetzt für uns entdeckt, dass wir die einfach anbraten und aufs Brot legen. Das ist ein richtig gutes Frühstück, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Oder? Wir haben den Zimt vergessen. Oh, da kommt noch Zimt rüber. Ein bisschen Zimt muss noch drauf. Getränk, was wir gestern getrunken haben, bei der, ich weiß nicht mehr, ich guck gleich mal nach, wie das heißt. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Das ist nicht Ayahuasca, das ist Guayusa. Ja, dazu muss man sagen, dass Ayahuasca hier sehr verbreitet ist und ja, wir haben ja gestern schon erzählt, dass es ein Halluzinogen ist und dass man dann irgendwie, wenn man es nimmt, ich glaube, es wird ein Getränk gebraut, das nimmt man in einer Zeremonie und dann kriegt man Visionen. Und sehr, sehr viele machen das tatsächlich ja auch und kommen auch aus genau diesem Grund hierher, um das zu machen. Und der Führer gestern auch gemeint, hey, wenn ihr Bock habt, dann können wir das auch gerne machen, aber wir haben dankend abgelehnt. Ich glaube, das ist in Deutschland verboten, oder? Bestimmt. Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das soll ziemlich heftig sein. Ich glaube auch, dass es ziemlich heftig ist und ja. Und wie schmeckt es dir? Wie Tee, tatsächlich. Ja? Ich dachte, es wäre ein bisschen süßer, deshalb war es ein bisschen süßer. Aber schmeckt wie Tee. Kann man gut trinken. Schön, dass ihr mit uns dabei wart hier in Ecuador und mit uns gereist seid durch das wirklich wunderschöne Land. Uns hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und es geht das nächste Mal genauso spannend weiter. Deswegen verpasst das nächste Video nicht. Schaltet wieder ein. In diesem Sinne, Abo nicht vergessen, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao!